Hallo, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie mit der Website Integration von Easy Feedback Ihre Umfrage oder auch Umfragen auf Ihrer Website platzieren. Dazu suchen wir uns jetzt einmal hier exemplarisch eine Umfrage aus und wechseln in den Bereich Teilnehmer einladen. Hier im Bereich Teilnehmer einladen klicken wir dann auf Website Integration und hier bekommen wir die Option, die Umfrage auf der eigenen Website zu platzieren. Der große Vorteil ist von dieser Funktion, dass Ihre Website-User ihre eigene Website nicht mehr verlassen, denn beim Klick auf das jeweilige Element öffnet sich über Ihrer Website die Befragung. Wie wir hier jetzt sehen, auf 50% der Screen Size. Das heißt, Sie haben hier, wenn wir mal in die Einstellung gehen, die Möglichkeit, das 50% links, 50% rechts, klein, mittel und groß zu platzieren. Ich speichere das einmal ab, schließe das nochmal, klicke nochmal drauf und wir sehen, wir haben in Fullscreen diese Umfrage auf unserer Website platziert. Genau, der große Vorteil ist halt, dass der User auf Ihrer Website bleibt, nicht in einen neuen Tab geleitet wird und dann eventuell sogar als Abbrecher bei Ihnen gilt. Möglich wäre es trotzdem, hier haben wir bei den Aktionen immer die Möglichkeit zu sagen, in einem Pop-up, das haben wir eben gesehen, oder in einem neuen Tab, falls es denn von Ihnen aus gewünscht ist. Zu den Einstellungen, jedes Element, was wir Ihnen anbieten, ich zeige Ihnen diese gleich nochmal, haben wir unterschiedliche Einstellungsoptionen. Hier oben haben wir natürlich einmal die Farbe, die wir nehmen können. Man sieht das schon hier, das passt sich alles automatisch an. Wir können die Größe definieren, wir können einen Eckradius definieren, wir können den Text bitte jetzt Feedback geben, definieren und auch die Schrift dafür auswählen. Dieses Element ist jetzt ein Button. Bei dem Button funktioniert das so, dass Sie diesen irgendwo oder an jeder beliebigen Stelle auf Ihrer Website platzieren können. Und um den Button dort zu platzieren, klicken Sie einfach hier auf Plus, geben eine Bezeichnung ein, Website, und daraufhin erhalten Sie von uns einmal den Code. Das ist hier ein bisschen JavaScript-Code, den kopieren Sie raus und platzieren das genau an der Position auf Ihrer Website, über so ein HTML-Snippet, sage ich jetzt mal, wo dieser Button angezeigt werden soll. Und dann wird das Verhalten genauso sein, wie Sie es hier eingestellt haben. Wenn Sie jetzt an zwei Positionen auf der Website einen Button einführen wollen, dann können Sie auch noch Website-Hilfe zum Beispiel eintragen und bekommen einen zweiten Code. Der Vorteil hiervon ist, dass wir zwei Definitionen oder Bezeichnungen hier vorne gesetzt haben und diese werden uns in der Auswertung wieder angezeigt. Das heißt, ich kann A filtern, zeigt mir alle Ergebnisse aus diesem Bereich oder diesem Bereich und ich kann es auch gegenüberstellen und gucken, welcher Bereich gibt mehr Feedback oder besseres Feedback an der Stelle. Genau, das wäre jetzt die Option mit dem Button. Dann haben wir als zweite Möglichkeit die Feedback-Lasche. Das ist eine Lasche, die sich am Bildschirmrand platziert. Haben Sie wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen. Wir können sie rechts, links oder unten am Bildschirmrand platzieren, je nachdem, wo Sie es denn besser finden. Sie können auch hier wieder die Farbe einstellen. Sie können den Text verändern, die Schrift verändern, das Verhalten verändern und halt auch, wie groß denn die Umfrage beim Klick auf die Lasche auf Ihrer Website erscheinen soll. Hier ist es jetzt etwas anders mit der Ausspielung. Zum einen haben Sie auch wie bei dem Button einmal den Scriptcode. Den können Sie wieder nehmen und irgendwo auf der Seite, wo die Feedback-Lasche platziert werden soll, platzieren. Also irgendwo auf dem im Body-Bereich fügen Sie das hinzu und da wird halt dementsprechend unten links oder rechts diese Feedback-Lasche angezeigt. Alternativ gibt es die Möglichkeit, dass Sie Easy Feedback mit Ihrer eigenen Website verbinden und dann können Sie hier über die Eingabe einer URL einen Einschluss oder Ausschluss definieren, wo diese Feedback-Lasche platziert werden soll. Wenn Sie die Funktion nutzen möchten, haben Sie hier die Möglichkeit, einmal den Tracking-Code mit Ihrer Website zu verbinden. Sie können auch hier oben rechts über Account und dann gehen Sie über Integration, Tracking Code auf diesen Bereich. Hier müssten Sie einmal entweder manuell dieses Skript bei sich installieren oder wenn Sie mit dem Google Tag Manager arbeiten möchten, dann suchen Sie bitte in die Community Templates nach Easy Feedback Tracking Code und geben hier diese Tracking ID ein. Dann ist Ihre Website mit Ihrem Easy Feedback Account verbunden. Sobald Sie das getan haben, können Sie dann hier einstellen, wo diese Feedback-Lasche angezeigt werden soll. Wir gehen das mal exemplarisch durch und sagen, das Ganze soll auf https easy-feedback.de angezeigt werden.
So, jetzt habe ich die Möglichkeit, exakt einzustellen. Dann wird das nur exakt auf dieser Page ausgespielt. Oder ich sage, beginnt mit. Dann werden alle Unterpages danach mit einbezogen. Das bedeutet, beginnt mit. Und wenn ich das so definiere, wird auf meiner gesamten Website diese Feedback-Lasche angezeigt. Das ist gut, aber ich habe vielleicht 1, 2 Pages, wo ich das nicht möchte. Und dann kann ich über URL-Ausschluss sagen, auf exakt dieser Page, zum Beispiel Preise, möchte ich das nicht anzeigen. Oder aber auch zum Beispiel, ich mache so und setze hier Blog, dann möchte ich auf allen Blog-Pages, die mit dieser URL anfangen, möchte ich diese Lasche nicht anzeigen. So, somit haben wir jetzt definiert, auf welchen Seiten wird die Lasche angezeigt und auf welchen Seiten wird sie nicht angezeigt. Und jetzt können wir noch definieren, wann sie angezeigt werden soll. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, nach Sekunden oder nach Scrolltiefe einen Trigger zu setzen. Wenn ich jetzt 0 Sekunden eingebe, dann wird die sofort angezeigt. Ich könnte aber auch 5 Sekunden auswählen. Das heißt, der User kommt auf die Website und 5 Sekunden später wird dann die Lasche eingeblendet. Oder wenn ich möchte, dass er erst sich ein bisschen auf der Website bewegt, dann kann ich eine Scrolltiefe definieren und sage zum Beispiel, nach 500 Pixeln Scrolltiefe wird die Lasche dann automatisch eingeblendet. Das Ganze kann ich hier unten speichern. Und sobald ich das gespeichert habe, ist es erstmal noch nicht aktiv. Ich müsste dann hier, wie gesagt, den Status einmal auf On setzen und dann wird die Feedback-Lasche auf den URLs nach den Bedingungen angezeigt. Das Ganze können wir jetzt oder zum Beispiel mit der Feedback-Lasche umsetzen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, dieses Pop-up zu nutzen. Und das Pop-up bedeutet nichts anderes, dass die Umfrage direkt in einem Pop-up öffnet. Es wird nicht vorher ein Button oder eine Feedback-Lasche angeboten, sondern es kommt sofort. Und hier habe ich dann noch die Möglichkeit, wenn ich es ein bisschen kleiner gestaltet habe, halt die Deckkraft zum Hintergrund ein bisschen anzupassen, je nachdem, wie es mir dann besser gefällt. Wie gesagt, aber eigentlich ist halt die Ausspielungsform, denke ich mal, das Entscheidende an der Stelle. Und zur Ausspielung hier haben Sie auch wieder die Möglichkeit, entweder diesen Skriptcode auf einer expliziten oder halt auch mehreren expliziten Seiten einzufügen. Dann wird genau dort das Pop-up ausgespielt. Oder Sie benutzen wieder die Funktion URL einschließen und ausschließen und steuern hier drüber, wo das Pop-up angezeigt wird. Und die letzte Option ist der Focus Layer. Haben Sie eventuell schon mal im Netz gesehen. Und zwar laden wir hiermit zur Befragung ein. Ihre Meinung ist uns wichtig. Wir würden gerne Ihr Feedback haben. Bitte klicken Sie auf den Button. Wenn ich auf den Button klicke, dann öffnet sich halt dementsprechend die Befragung. Hier auf der rechten Seite können wir dann noch die Einstellung tätigen, inwieweit die Farbe des Buttons sich verändern soll. Der Titel hier oben ist dementsprechend auch möglich, der Text, der angezeigt werden soll und auch wieder hier, in welcher Größe das Ganze ausgespielt werden soll. Und die Ausspielung findet wieder auf demselben Wege statt. Sie kopieren den Skriptcode auf die eine oder mehrere Pages, wo das Ganze ausgeführt werden soll. Oder wenn Sie den Tracking-Code hier nutzen, können Sie über URL einschließen und ausschließen die URLs definieren, wo Sie das Ganze anzeigen möchten. Genau, so viel zur Website Integration mit Easy Feedback und das Einladen Ihrer Teilnehmer.